So oft habt ihr euch eine Anleitung dazu gewünscht und jetzt ist sie endlich da. Ein schlichtes Tanktop mit besonderen Details. Dieses Top ist tatsächlich alles andere als langweilig. Die seitlichen Fake-Nähte entstehen durch tiefer gestochene Maschen und gestrickt wird das Ganze von oben nach unten. So kannst du das Top nämlich ganz bequem zwischendurch anprobieren und die Länge somit ganz einfach variieren. In der ausführlichen schriftlichen Anleitung findest du außerdem 2 verschiedene Abschlüsse, entweder klassisch im Rippenbündchen oder modern mit I-Cord-Rand. Und das Beste daran, du bekommst einfach beide Varianten in einer Anleitung. Als kleines Dankeschön für eure Unterstützung, die mir übrigens immer wahnsinnig viel bedeutet, bekommt ihr außerdem mit dem Rabattcode YouTube10 10% auf die Anleitung. Und pst, die Anleitung gibt es außerdem wieder als Garnpaket in ganz vielen tollen Lieblingsfarben direkt in deiner Größe bei Nottenwolle. Also perfekt, wenn du direkt loslegen möchtest. Ich habe euch wie immer alles unten in der Infobox verlinkt. Wenn ihr nicht wisst, wie ihr die Infobox findet, dann müsst ihr einfach neben den Titel auf Mehr klicken. Die Frage bekomme ich nämlich tatsächlich sehr oft und dann öffnet die sich. Und da diese top-down gestrickte Konstruktion für viele von euch vielleicht neu ist, stricken wir dieses Top jetzt einmal komplett von Anfang bis Ende zusammen durch. Wenn euch die Anleitung gefällt, freue ich mich wie immer riesig über einen Daumen nach oben, wenn ihr einen lieben Kommentar da lasst und natürlich meinen Kanal abonniert. Und jetzt ganz viel Spaß beim Stricken. Für die beiden Tops habe ich eine richtig schöne Wolle für euch ausgesucht. Die ist nämlich wirklich perfekt für den Sommer. Die heißt auch schon Summer Softness. Und ich habe einmal hier das Grüne in der Farbe 14 gestrickt. Und dann habe ich einmal hier mein Weißes in der Farbe 02 gestrickt. Das Garn ist von Lana Grossa und besteht zu 80% aus Bio-Baumwolle und zu 20% aus Schurwolle Merino und hat bei 50 Gramm 130 Meter. Ich kann euch auf jeden Fall empfehlen, das mit dem Originalgarn zu stricken, weil es einfach wirklich perfekt für den Sommer passt. Und außerdem gibt es das ja hier auch direkt als Garnpaket bei Nottenwolle. Also ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn ihr vielleicht auch direkt das Kit bestellen wollt. Damit unterstützt ihr mich dann nochmal ein bisschen mehr. Und falls ihr das vielleicht mit einer Wolle von eurem Stash stricken wollt, ist das natürlich auch kein Problem. Dann achtet einfach darauf, dass ihr dieselbe Maschenprobe habt, wie in der Anleitung beschrieben. Wir stricken das Top jetzt einmal gemeinsam durch und ich werde euch anhand des fertigen Tops hier immer zeigen, an welcher Stelle wir gerade sind. Dadurch, dass die Konstruktion ja so ein bisschen speziell ist, weil wir das ja von oben nach unten stricken, ist das, glaube ich, dann ein bisschen einfacher zu verstehen. Wir starten nämlich tatsächlich hier hinten oben am Rücken, also hier, das ist ein gerades Teil, also das hier. Und da schlagen wir einfach die Maschenanzahl an, die in der Anleitung für eure Größe steht. Und dann stricken wir das Ganze erstmal ein kleines Weilchen gerade nach unten. Also das ist jetzt hier dieser gerade Teil. Den habe ich jetzt schon mal gestrickt. Und ich habe außerdem extra ein helles Garn für euch verwendet, weil ich weiß, dass ihr das dann besser erkennen könnt. Und dieser Part wird wirklich einfach nur glatt rechts gestrickt, heißt in den Hinreihen alle Maschen rechts und in den Rückreihen sind alle Maschen links gestrickt. Und da stricken wir einfach die Maschenanzahl, die beschrieben ist. Also hier arbeiten wir noch keine Zunahmen ein. Und wenn wir das dann gestrickt haben, dann starten wir jetzt mit unseren Zunahmen. Wir wollen jetzt nämlich diese Armausschnitte formen. Die gehen hier etwas langsamer los und werden dann hier immer etwas stärker, also dass wir so eine richtig schöne Kurve bekommen. Und hier könnt ihr das nochmal ein bisschen besser erkennen, diese Zunahmen. Die formen sich nämlich hier so richtig schön. Und wie wir das hinbekommen, das geht nämlich wirklich super, super, super einfach. Das zeige ich euch jetzt. Es kommt unsere erste Zunahmereihe und die machen wir tatsächlich immer gleich. Also wir stricken erstmal eine
Masche rechts, also ganz normal. Und jetzt kommt unsere Zunahme. Und da gibt es jetzt natürlich ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Man könnte das zum Beispiel verschränkt aus dem Querfaden zunehmen. Aber ich habe jetzt eben eine ganz einfache, tolle Methode, die, wie ihr gerade gesehen habt, auch toll ausschaut. Und zwar stechen wir jetzt hier mit unserer rechten Nadel von rechts nach links durch diese Masche, die eine Reihe tiefer liegt. Also diese Masche hier. Und dann heben wir uns diese Masche einfach auf unsere Nadel. Und diese Masche, die wir jetzt hier hochgehoben haben, die können wir jetzt ganz einfach rechts abstrecken. Und anschließend können wir dann die normale Masche, unter der diese ja lag, auch ganz normal rechts abstricken. Und jetzt seht ihr schon, wir haben jetzt eine Masche hier raus zugenommen und die neigt sich jetzt hier nach rechts. Also wirklich ganz einfach und sehr schön. Und jetzt wollen wir natürlich auch noch am Ende der Reihe eine Zunahme machen. Und wie wir das machen, zeige ich euch gleich. Wir stricken dann alle Maschen rechts, bis wir noch eine letzte Masche übrig haben. Und jetzt wollen wir eine nach links geneigte Zunahme machen. Wie gesagt, es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Ihr könnt es natürlich auch verschränkt aus dem Querfaden machen. Aber ich persönlich finde, dass das, was ich euch jetzt zeige, die einfachste Variante ist. Und es passt auch einfach sehr gut zu meinem Design. So, wir haben jetzt wieder hier die Maschen drunter, also von der Reihe davor. Diese hier, die erste, also die sich hier befindet, die haben wir ja gerade schon abgestrickt. Und deswegen nehmen wir nicht diese, sondern die zweite, also noch eins tiefer. Und zwar ist das diese hier. Und also hier können wir nochmal zählen. 1, 2. Und da fahren wir dann einfach mit der linken Nadel von links nach rechts durch. Und jetzt stechen wir hier hinten ein, also im Prinzip wie zum rechts verschränkt abstricken und fahren dann hier einfach durch und stricken dann ganz normal rechts ab. Ich werde euch auch noch mal einen Zeitstempel unten einbauen, dann könnt ihr einfach zurückspulen, wenn euch das jetzt zu schnell ging mit den Zunahmen, dann könnt ihr noch mal nachschauen. Und die letzte Masche stricken wir jetzt natürlich auch wieder rechts ab. Die Rückreihen werden dann ganz normal links gestrickt und in der Anleitung findet ihr dann natürlich ganz genau für jede Größe einzeln beschrieben, in welchen Reihen ihr die Zunahmen arbeiten müsst. Am besten arbeitet ihr da mit einem Reihenzähler, damit ihr nicht durcheinander kommt. Und ich stricke jetzt mal hier die ganzen Zunahmen, um das zu formen und zeige euch dann gleich, wie es weitergeht. Ich habe jetzt alle Zunahmen für meine Größe gestrickt und jetzt sehen wir das auch wirklich nochmal sehr schön, wie sich das mit dieser Zunahmemethode legt. Also das ist wirklich nicht nur sehr einfach, sondern sieht eben auch toll aus. Und ich habe jetzt hier meine Armloch-Zunahmen fertig und jetzt können wir das Rückenteil erstmal stilllegen. Also entweder ihr habt auch so ein Nadelsystem wie ich, wo man das dann einfach abmachen kann. Das ist übrigens super praktisch, das habe ich neu. Das ist einfach so ein Stecksystem, hält aber bombenfest. Und dann könnt ihr hier einfach so Stopper drauf machen und das einfach auf dem Seil liegen lassen. Falls ihr sowas aber nicht besitzt, zeige ich euch noch einen ganz einfachen, coolen Trick, wie man die Maschen ansonsten stilllegen kann. Übrigens verlinke ich euch auch mal das Nadelset in der Infobox. Ich bin nämlich da wirklich ein großer Fan gerade, unbezahlte Werbung, aber ist ganz cool. Aber wie gesagt, wenn ihr kein Nadelsystem habt, ist das auch überhaupt nicht schlimm. Ich mache das dann so, dass ich einfach einen Garnrest nehme, am besten in einer Kontrastfarbe, damit ihr das dann schön erkennt, und macht den in eine Wollnadel. Und dann könnt ihr nämlich einfach alle Maschen auf diesen Faden übertragen. Dafür einfach immer von rechts nach links durch die Maschen stechen, sodass die sich nicht verdrehen. Also immer von rechts nach links und dann einfach hier auf unseren Faden übertragen, bis wir alle auf dem Faden liegen haben. So, also geht natürlich sehr viel einfacher, wenn man das einfach mit diesem Stopper macht, dann muss man da nicht hin und her übertragen, aber es geht eben auch so. Man muss es nicht immer so fancy haben, also wenn ihr alte Nadeln habt, bei denen das nicht funktioniert, ist das überhaupt kein Problem. Und dann macht ihr euch hier einfach eine schöne Schleife rein, einen Knoten rein oder irgendwas, damit die Maschen hier einfach nicht runterfallen können, dass da eben alles gesichert ist und fertig.
Und damit ihr jetzt auch wieder gut erkennt, was wir gemacht haben, wir haben jetzt den Rückenteil bis zu den Ende von den Ausschnitten gestrickt. Ich lege es mal drauf, dann seht ihr das auch ganz gut. Also diesen Part hier haben wir jetzt gemacht. Der ist jetzt fertig. Bedeutet, es kann jetzt weitergehen mit dem linken Vorderteil. Und dafür legen wir uns jetzt mal das Teil so rum hin, also dass diese letzte Reihe, die wir gestrickt haben, jetzt bei uns liegt und das hier oben, dass der Anschlag hier weg von uns liegt. Und jetzt wollen wir das Vorderteil hier aus diesen Maschen aufnehmen. Also bedeutet, wir nehmen hier Maschen auf und stricken das dann und machen da auch wieder unsere Zunahmen, damit wir eben den Halsausschnitt und auch wieder die Armausschnitte einarbeiten. Und wenn wir das dann gemacht haben, dann machen wir dasselbe noch auf der anderen Seite und verbinden dann auch den Rundhalsausschnitt und so weiter. Also es hört sich jetzt erstmal ein bisschen kompliziert an, aber wir machen das jetzt gleich alles in Ruhe zusammen. Also es bekommt ihr auf jeden Fall hin. Wir wollen jetzt, wie gesagt, hier auf der linken Seite erstmal die Maschen aufnehmen. Da wir aber ja immer von rechts nach links stricken und nicht von links nach rechts, starten wir natürlich auch rechts die aufzunehmen. Also heißt, wir müssen erstmal schauen, wie viele Maschen wir für unsere Größe jeweils aufnehmen müssen. In meinem Fall, also in dem Beispiel, was ich jetzt stricke, sind das 10 Maschen, ist aber für jede Größe anders. Also schaut da einfach in der Anleitung, wie viele ihr aufnehmen müsst. Und jetzt schauen wir, dass wir hier das wirklich richtig zählen. Also denkt dran, eine Masche besteht immer aus 2 solchen Gliedern. Wenn ich hier durchfahre, seht ihr das ganz gut. Also das ist immer eine Masche. Also heißt, das ist die erste. Dann daneben hier, das ist die zweite, die dritte, die vierte, 5., 6., 7., 8., 9. und hier haben wir die 10. Bedeutet, wir stechen jetzt hier in der Mitte von diesen 2 Teilen durch. Also schaut, dass ihr auch die oberste Masche nehmt. Das ist nämlich die hier. Ich war jetzt 1 tiefer. Also hier sehen wir das ganz gut. Das ist die oberste Masche, also die erste, die wir damals gestrickt hatten. Und hier wollen wir jetzt die Maschen aufnehmen. Heißt, ich steche jetzt wirklich in der Mitte von dieser Masche ein. Dann hole ich mir hier meinen Faden und ziehe mir das hier durch. Und somit habe ich jetzt die erste Masche aufgenommen. Lasst euch den Faden hier immer ein bisschen länger hängen, dann kann man das nachher alles schön vernähen. So, erste Masche aufgenommen. Dann fahren wir durch das zweite Teil hier durch, also wirklich in der Mitte von der Masche durchfahren und die zweite Masche aufnehmen. Dann durch die nächste Masche. Wie gesagt, denkt immer dran, das besteht aus 2 so Teilen und wir fahren hier durch die Mitte und nehmen uns den Faden auf. Und das machen wir jetzt einfach, bis wir am Ende angekommen sind und ich dann meine gewünschte Maschenanzahl auf der Nadel liegen habe. So, jetzt habe ich hier meine Maschen aufgenommen aus meinem Rückenteil und jetzt kann ich ganz normal wieder in Hin- und Rückreihen stricken. Also bedeutet, ich drehe mir das jetzt hier um und stricke dann eben meine Reihen, wie es in der Anleitung beschrieben ist. Also jetzt kommen natürlich erstmal ein paar Reihen wieder ohne Zunahmen und danach arbeiten wir dann die Zunahmen für die Armausschnitte und den Rundhalsausschnitt gleichzeitig. Das zeige ich euch aber jetzt gleich nochmal. Ich habe den geraden Teil hier jetzt fix gestrickt. Das geht bei so wenigen Maschen ja auch wirklich noch sehr schnell. Und kleiner Tipp, arbeitet am besten wirklich mit einem Reihenzähler, damit ihr da nicht durcheinander kommt. Das ist echt wichtig. Ihr könnt euch aber natürlich auch alternativ ganz altmodisch eine Strichliste machen oder das auf dem Handy machen und so weiter und so fort. Aber macht es, es erleichtert euch das Ganze wirklich sehr. Jetzt kommt bei mir für meine Größe meine erste Zunahmerunde und zwar muss ich eine Zunahme für den Hals machen und gleichzeitig für das Armloch. Also es kann sein, dass wir manchmal für beides eine Zunahme machen müssen oder in manchen Reihen eben auch nur für eine.
Also heißt nur für den Hals oder nur für das Armloch. Aber das steht natürlich für jede Größe einzeln beschrieben, ganz ausführlich in der Anleitung, damit ihr das wirklich abhaken könnt. Das geht dann wirklich ganz einfach und da könnt ihr dann auch nicht durcheinander kommen. So, wie die Zunahmen funktionieren, wisst ihr eigentlich schon, aber wir machen es noch einmal zusammen. Also für die Halsausschnitte, also für die Halszunahmen, die machen wir immer am Reihenanfang. Bedeutet, wir stricken eine Masche rechts, so wie ihr es ja auch schon kennt. Und dann machen wir diese Zunahme, indem wir hier eine Reihe tiefer einstechen, uns das hier hochlegen und das dann rechts abstricken. Und somit haben wir jetzt die Zunahme für den Halsausschnitt gemacht. Und wenn wir jetzt nur den Halsausschnitt hätten, dann hätten wir jetzt auch schon alles fertig für diese Reihe. Aber in meiner Reihe gerade müssen wir ja auch noch eine Zunahme für das Armloch arbeiten. Und bei dem Armloch geht es wie folgt. Wir stricken nicht durch diese Masche, die wir gerade abgestrickt haben, sondern eine Reihe tiefer. Die legen wir uns einfach wieder hier auf die linke Nadel, fahren da von links nach rechts durch und stricken das hier hinten ab, also wie zum verschränkt abstricken. Genau, und dann die letzte auch nochmal rechts. Und somit haben wir uns jetzt die ersten beiden Zunahmen gestrickt. Und in diesem Schema geht es jetzt, wie gesagt, auch wieder ganz normal weiter. Denkt daran, manchmal müsst ihr nur für den Halsausschnitt eine stricken. Die machen wir immer am Anfang der Reihe. Manchmal auch nur für das Armloch. Und das machen wir immer am Ende der Reihe. Und jetzt könnt ihr das einfach abarbeiten, wie in der Anleitung beschrieben. Und danach nehmen wir die andere Seite auf. Zeige ich euch natürlich auch wieder, wie wir das machen. Ich habe jetzt alle Zunahmen für meinen Halsausschnitt gestrickt und jetzt sehen wir ja auch schon ganz schön, wie der sich so langsam formt und natürlich gleichzeitig, wie gesagt, die Armausschnitte weitergearbeitet. Aber die genauen Reihen findet ihr in der Anleitung. Wichtig, nachdem ihr die letzte Zunahme hier gestrickt habt für den Halsausschnitt, denkt daran, dass ihr nochmal eine Rückreihe stricken müsst. Steht natürlich auch nochmal in der Anleitung, aber ich erinnere euch nochmal, weil sowas vergisst man ja dann doch mal schnell. Also einfach nochmal die Rückreihe nach der letzten Zunahmerunde, Reihe, alle Maschen links. So, und anschließend könnt ihr dann diese Maschen entweder stilllegen. Wie das geht, habe ich euch ja hier gerade schon mal mit dem roten Faden gezeigt, oder einfach auf dem Seil stilllegen. Aber da ich jetzt ein relativ langes Seil hier zum Stricken habe, kann ich es auch einfach drauf liegen lassen und das einfach sozusagen auf diesem Seil stillgelegt lassen und hier weiter stricken. Wenn euch das zu kompliziert ist, wie gesagt, legt sie still. Ist aber auch ganz einfach, wenn man die einfach drauf liegen lässt. Wir wollen ja jetzt aus der anderen Seite die Maschen aufnehmen. Und hier ist es natürlich ein bisschen einfacher, weil wir ja von rechts nach links stricken. Bedeutet, wir können jetzt eben dann auch, ich nehme mal hier diese rechte Nadel ein bisschen weiter raus noch, einfach von rechts nach links starten. Also heißt, wir gucken einfach, wo ist die erste Masche. In meinem Fall ist die jetzt hier. Denkt wieder daran, dass die immer aus 2 solchen Teilen besteht. Und wir stechen in der Mitte durch, holen uns den Faden und dann schauen wir, wo die nächste Masche sich befindet. Die ist hier. Und dann stechen wir auch in der Mitte durch und holen uns den Faden. Also denkt dran, das besteht aus 2, wie gesagt. Und durch die Mitte fahren wir durch und holen uns den Faden. Und so nehmen wir jetzt insgesamt wieder so viele Maschen auf, wie wir für die Träger für unsere Größe benötigen. Und diese erste Aufnahmereihe, also wo wir die Maschen aufgenommen haben, die zählt auch direkt als erste Reihe. Also heißt, wenn ihr wieder die Maschen zählt, dann war das jetzt bereits die erste und die nächste, also die Rückreihe, ist dann die zweite und so weiter und so fort. Und jetzt funktioniert es im Prinzip genauso, wie wir es gerade eben gemacht haben, nur eben gegengleich. Also bedeutet, jetzt sind natürlich die Armausschnitte auf der rechten Seite, also heißt am Anfang der Reihe, und die Zunahmen für den Halsausschnitt befinden sich jetzt auf der linken Seite, also genau spiegelverkehrt. Und dann könnt ihr das wieder einfach so arbeiten, wie in der Anleitung beschrieben. Wie gesagt, wichtig ist einfach wirklich nur, dass es jetzt genau andersrum ist. Also heißt, hier am Anfang kommen die Armausschnitte und am Ende der Reihe kommen die Zunahmen für den Halsausschnitt. Und wie gesagt, das könnt ihr hier einfach so drauf liegen lassen. Ihr könnt hier einfach ganz normal weiter stricken. Das stört überhaupt nicht, wenn das da unten rumliegt. Das beachtet ihr einfach gar nicht und strickt hier dann einfach ganz normal weiter. Und jetzt mache ich mal wieder die ganzen
Zunahmen. Wie genau die funktionieren, habe ich euch jetzt schon mehrfach gezeigt. Also das zeige ich euch jetzt nicht nochmal. Ich zeige euch dann gleich, wie wir die beiden Vorderteile, nachdem wir alle Zunahmen vom Rundhalsausschnitt gearbeitet haben, wie wir die verbinden. Ich habe jetzt beide Vorderteile so weit gestrickt, dass die Halszunahmen fertig sind. Und ich finde, jetzt kann man das auch schon ganz gut erkennen. Also hier werden jetzt gleich noch Maschen angeschlagen. Das zeige ich euch gleich, wie wir die dann verbinden. Dann haben wir hier nämlich wirklich einen schönen Ausschnitt. Und mir ist jetzt noch eine Kleinigkeit passiert. Und ich habe jetzt tatsächlich überlegt, ob ich euch das mit euch teilen soll oder nicht. Aber ich glaube, das ist wirklich sinnvoll. Ich habe nämlich einen kleinen Mini-Fehler eingebaut. Und das ist tatsächlich halb so wild. Aber da ich von euch echt oft E-Mails bekomme, so, oh, ich habe hier und hier einen Fehler eingebaut, was soll ich tun? Dachte ich mir, ich spreche das jetzt auch einfach mal im Video an, was ich mache, wenn ich einen kleinen Fehler eingebaut habe. Ich habe nämlich aus Versehen bei den Zunahmen vom Armloch hier auf diesen Seiten die falsche Größe genommen, nämlich von XS und ich stricke aber S. Aber das sind genau gleich viele. Heißt, bei beiden machen wir bei den Armlochzunahmen hier 3 Stück. Von dem her ist es halt einfach wirklich nicht so schlimm, wenn das jetzt 2 oder 3, 4 Reihen später oder früher passiert oder was auch immer. Also meistens ist es so, dass Strickstücke tatsächlich relativ viel verzeihen. Und wie gesagt, dadurch, dass es ja trotzdem die gleiche Anzahl ist es halb so schlimm. Also das fällt jetzt später wirklich nicht auf, ob die Armlochzunahme irgendwie jetzt 2 Reihen später beginnt oder nicht, wie beim Rücken. Also das ist wirklich nicht so wild. Also oft, wenn ihr Fehler macht, nehmt das nicht zu ernst. Also es ist tatsächlich halb so schlimm. Natürlich ist es am allerbesten, wenn ihr alles strickt, wie es in der Anleitung steht. Dann kann ich euch eben das beste Ergebnis garantieren. Aber wie gesagt, wenn jetzt mal so eine Kleinigkeit passiert, müsst ihr jetzt nicht nochmal alles aufmachen. Das ist halb so wild. Oder auch wenn ihr mal irgendwo 1, 2 Maschen zu viel habt, dann nehmt die einfach irgendwo wieder ab, wo es nicht auffällt. Also im Normalfall macht das nichts. Ich dachte, ich teile das jetzt einfach mal kurz mit euch, weil ich dazu eben auch echt oft immer Fragen bekomme. Also man muss nicht immer gleich alles wieder neu machen und aufmachen und zurückstricken, sondern wenn es jetzt nur Kleinigkeiten sind, dann kann man das oft einfach später einfach kaschieren. Aber jetzt zurück zu unserem Ausschnitt. Wir wollen jetzt die beiden Schulterpartien, die wir ja gestrickt haben, verbinden. Anschließend können wir uns jetzt neue Maschen anschlagen, so viele wie in der Anleitung angegeben. Und da gibt es einen ganz einfachen Trick, wie man das super einfach neu anschlägt. Zeige ich euch jetzt mal. Ihr nehmt den Faden und legt den zwischen dem Mittelfinger und dem Zeigefinger durch und legt ihn dann einmal um den Zeigefinger. Also heißt, ihr kommt wirklich von hinten nach vorne um den Zeigefinger und dann kommt ihr mit der Nadel einfach hier hinten durch, also durch diese Schlaufe an der Rückseite und lasst das fallen. Und somit habt ihr jetzt ganz einfach eine neue Masche angeschlagen. Also ich finde, das ist wirklich die einfachste Methode. Gibt natürlich auch andere. Viele Wege führen nach Rom, aber wie gesagt, das finde ich am einfachsten. Einfach hier zwischendurch kommen, einmal um den Zeigefinger und hier durch und fallen lassen. Ich zeige es noch einmal, um den Zeigefinger von hinten nach vorne rumwickeln, hier hinten durchfahren und fallen lassen. Also ihr seht, das geht richtig schnell und einfach. Und wenn ich dann alle Maschen angeschlagen habe, dann möchte ich natürlich jetzt meine beiden Vorderteile verbinden. Ich habe jetzt aber schon gemerkt, dass ich das leider hier falsch rum drauf habe. Wenn ihr es auf ein Seil stillgelegt habt, dann ist das gar kein Problem. Dann müsst ihr die jetzt wieder aufnehmen. Also heißt, ihr könnt dann einfach mit dieser Nadel, die ihr hier dran habt, durchfahren. Aber natürlich so rum, dass die Nadel hier rechts rauskommt und nicht hier links. Und wenn das auch falsch rum bei euch ist, wie bei mir, dann zeige ich euch einmal kurz, wie wir das reparieren. Also ihr seht schon, heute sind so ein paar kleine Stolperfallen drin, aber ich lasse das wirklich mit Absicht auch alles im Video, falls euch das auch passiert. Also kann ja gut sein, dass ihr das gleiche Problem habt und dann zeige ich euch direkt, wie es gelöst wird. Also ich nehme jetzt hier auch einfach eine Nadelspielnadel und fahre hier jetzt durch und übertrage mir die Maschen einfach. Also heißt hier immer von links nach rechts durchfahren, damit die sich nicht verdrehen. Und dann einfach auf die Nadel hier übertragen. Also im Prinzip, wie als würdet ihr zurückstricken. Daher kennt ihr das bestimmt. Also immer von links nach rechts. So, jetzt habe ich mir alle übertragen. Wie gesagt, im Normalfall, wenn man das schon richtig rum drauf hatte, dann legt
die Nadel nämlich so und dann kann man hier einfach weiter stricken. War jetzt bei mir nicht der Fall, ist aber auch überhaupt nicht schlimm. Man kann es jetzt auch auf diese Nadel übertragen, aber das ist Quatsch, weil wir stricken das eh ab und dann ist es eh alles hier drauf. Also heißt, ich lasse das jetzt direkt so. Und jetzt kann ich diese Maschen hier auch einfach alle ganz normal rechts abstricken. Ich hätte mir auch diesen Faden vorhin einfach wieder ein bisschen länger gelassen, damit ich das dann schön am Ende vernähen kann. Insgesamt, wenn ihr Fäden abschneidet, lasst die immer mindestens 25 cm lang, damit man das dann alles ordentlich vernähen kann und sich dann nichts mehr lösen kann. So, und jetzt habe ich alle Maschen gleich abgestrickt. Und jetzt seht ihr schon, haben wir unsere beiden Vorderteile verbunden. Und somit haben wir jetzt hier auch einfach einen perfekten Rundhalsausschnitt. Und jetzt können wir einfach ganz normal wieder in Hin- und Rückreihen weiterarbeiten und gleichzeitig natürlich wieder unsere Armlochzunahmen einfügen. Also heißt, wir arbeiten weiter mit Zunahmen. Ab jetzt wieder immer eine am Anfang und am Ende, also so wie ihr es vom Rückenteil ja auch gewohnt seid. Und die werden natürlich in den gleichen Reihen gearbeitet wie am Rücken. Und das stricken wir jetzt genau gleich lang. Also heißt, stricken jetzt hier einfach noch weiter, bis wir dann auf derselben Höhe hier sind und die gleichen Zunahmen gearbeitet haben. Und wenn wir das dann haben, dann verbinden wir das Vorder- und das Rückenteil. Das zeige ich euch natürlich auch nochmal, wie das geht. Also im Prinzip ist es genauso wie hier, aber ich zeige euch, auf was ihr achten müsst. Und außerdem starten wir dann ja auch noch mit unserem schönen Muster, was wir hier in der Seite haben. Das ist ja auch ein besonderes Detail von meinem Design. Und wie wir das stricken, zeige ich euch selbstverständlich auch gleich. Ich habe jetzt alle Zunahmen von den Armausschnitten fertig gestrickt. Und jetzt erkennt man das hier auch schon richtig schön, wie das hier so nach außen läuft. Also genauso wie auf dem Rücken ja auch. Da haben wir es ja genau gleich gestrickt. Und jetzt erkennt man schon langsam, dass es ein Oberteil werden soll. Und jetzt, wenn wir alle Zunahmen fertig gestrickt haben, dann wollen wir jetzt natürlich unser Vorder- und Rückenteil verbinden. Und dafür stricken wir jetzt erstmal von unserem Vorderteil, also das wir ja gerade hier noch gestrickt haben, alle Maschen ganz normal rechts ab. Und wenn ich jetzt alle Maschen rechts abgestrickt habe, dann möchte ich ja jetzt mein Vorderteil, wie gerade schon gesagt, mit dem Rückenteil verbinden. Also bedeutet, wir wollen dann jetzt hier weiter stricken, aber damit das dann unter dem Arm nicht zu eng wird, schlagen wir auch hier jetzt nochmal neue Maschen an. Wie das geht, habe ich euch ja gerade schon mal mit meinem super Trick gezeigt und genauso machen wir das jetzt auch wieder. Heißt, wir kommen wieder mit dem Faden hier einfach zwischen dem Mittel- und dem Zeigefinger durch, legen den einmal so rum und schlagen dann so neue Maschen an. Wie viele genau, das könnt ihr natürlich wie immer in der Anleitung nachlesen. Und da ich diese Maschen am Rücken ja stillgelegt hatte, muss ich die jetzt natürlich erstmal wieder aufnehmen, damit ich hier überhaupt weiter stricken kann. Und dafür nehme ich mir jetzt einfach mein Seil. Also schaut mal, dass das je nach eurer Größe so 80 bis 100 Zentimeter lang ist. Und jetzt nehmen wir erstmal die Maschen wieder auf. Achtet darauf, dass ihr euch das richtig hinlegt, also dass die so übereinander sozusagen da liegen, also dass die schönen Seiten jeweils außen sind und dann können wir nämlich hier die Maschen wieder aufnehmen. Dafür löse ich jetzt erstmal hier meinen Knoten und ziehe mir das mal so ein kleines bisschen raus. Und jetzt ist auch wieder wichtig, dass wir hier die Maschen wieder richtig rum aufnehmen, also heißt, wir starten auf der linken Seite und fahren jetzt hier mit unserer Nadel immer wieder von links nach rechts hier durch und nehmen die dann alle einzeln wieder auf unsere Stricknadel auf. Ihr könnt den Faden einfach hier mit drin lassen und am Schluss rausziehen oder ihr zieht euch den dann immer so ein bisschen nach, wie ihr möchtet. So, und wenn ich dann alle Maschen hier wieder aufgenommen habe, ziehe ich mit den Faden noch raus und dann können wir jetzt nämlich hier ganz normal gleich weiter stricken. Bedeutet, wir verbinden jetzt hier eben, nachdem wir die neuen Maschen angeschlagen haben, das Vorderteil mit
dem Rückenteil. Und auch hier stricken wir dann einfach alle Maschen ganz normal rechts ab. So, und jetzt habe ich alle Maschen hier abgestrickt vom Rücken. Und dann möchte ich natürlich wieder mit dem Vorderteil das Ganze verbinden. Aber auch hier schlagen wir uns erstmal noch neue Maschen an, damit das dann hier einfach nicht zu eng an den Achseln wird. Und wie das geht, wisst ihr mittlerweile. Haben hier unseren coolen Trick. Aber wie gesagt, es gibt auch natürlich andere Möglichkeiten, wie man Maschen anschlagen kann. Ihr könnt das natürlich so machen, wie ihr das am liebsten mögt. Und dann empfehle ich euch außerdem noch einen Maschenmarkierer anzubringen, damit ihr wisst, wo eure Runde startet. Und dann stricken wir wieder ganz normal glatt rechts weiter. Also der Körper wird jetzt immer glatt rechts gestrickt, außer der Teil, wo wir die neu angeschlagenen Maschen haben. Da kommt nämlich gleich noch mein spezielles Muster rein. Und wie wir das stricken, das zeige ich euch gleich, wenn wir hier angekommen sind auf der anderen Seite. Jetzt bin ich bei den neu angeschlagenen Maschen angekommen. Und hier wollen wir es jetzt so machen, dass wir immer die mittleren 3 für unser Muster verwenden. Also bedeutet, ich stricke jetzt hier in diesem Fall erstmal noch 2 Maschen von den neu angeschlagenen rechts ab. Und jetzt kommt mein Muster. Falls ihr noch Anfänger seid, empfehle ich euch auch davor und danach bei den 3 Maschen einen Maschenmarkierer anzubringen, damit ihr nicht durcheinander kommt. Ansonsten könnt ihr es aber einfach auch ohne stricken. Und zwar machen wir eine linke Masche, eine rechte Masche und wieder eine linke Masche. Also geht auch ohne Markierer, man erkennt es eigentlich ganz gut, aber gerade am Anfang ist es vielleicht ein bisschen schwierig. Und das war auch schon der ganze Zauber von der ersten Runde. Da stricken wir das genauso nochmal auf der anderen Seite. Also heißt, wir stricken erst die Maschen rechts, bis wir zu den 3 mittleren kommen. Da stricken wir dann eine links, eine rechts, eine links und die restlichen hier wieder rechts. Und das mache ich jetzt, wie gesagt, bis ich auf der anderen Seite auch noch angekommen bin und stricke das genau gleich. Und dann zeige ich euch, wie es in der nächsten Runde abgestrickt wird. Dadurch entsteht dann nämlich unser Muster. Runde 2 und ich bin jetzt wieder bei diesen 3 mittleren Maschen angekommen und auch in der zweiten Runde starten wir wieder damit, dass wir die erste links abstricken. Und jetzt kommt die Besonderheit, wir wollen jetzt nämlich eine tiefer gestochene rechte Masche machen und deswegen stricken wir die nicht ganz normal, wie wir es kennen, hier rechts ab, sondern stechen eine Reihe tiefer ein, also durch die Masche eine Reihe tiefer und stricken die dann ganz normal rechts ab. Das ist in der allerersten Reihe ein bisschen knifflig, weil wir die ja gerade erst angeschlagen hatten. Aber das bekommt ihr bestimmt hin und das wird danach sehr viel einfacher. Und die dritte dann wieder links. Und das war es auch schon. Diese 2 Runden wiederholen wir stetig. Und dadurch bekommen wir dann eben hier dieses schöne Muster mit den tiefer gestochenen Maschen. Das macht das Ganze einfach nochmal sehr viel mehr besonders. Und ich hatte das auch schon in meinem Buch damals verwendet, dieses Muster. Ich mag das wirklich sehr, sehr gerne. Und jetzt können wir das Ganze einfach in Runden weiter stricken. Also wir sind jetzt gerade hier kurz nach den Armausschnitten und stricken dann, wie gesagt, hier einfach ganz normal in Runden weiter und weiter und arbeiten unser Muster ein. Und das machen wir so lange, bis wir die vorgegebene Länge von der Anleitung erreicht haben. Da sind übrigens 2 verschiedene Längen drin. Einmal eine lange Version, das ist die hier von dem grünen Top. Und es gibt noch eine Crop-Version, falls ihr das bauchfrei wollt. Oder vielleicht wollt ihr auch wirklich 2 Varianten stricken. Und dann eignet sich das natürlich ganz gut, wenn man ein paar Versionen hat. Und das wird am Ende dann hier einfach noch entweder mit einer Links-Rechts-Rippe beendet. Und außerdem wird das dann italienisch abgekettet, damit das einen richtig schönen Finish bekommt. Oder wir machen das Ganze dann mit einem I-Cord-Rand. Und wie das funktioniert, das zeige ich euch gleich. Und außerdem zeige ich euch auch noch, wie wir den perfekten Kragen und die perfekten Halsausschnitte anstricken. So, ich habe jetzt hier in Runden weiter gestrickt, bis ich meine gewünschte Höhe erreicht habe. Ich stricke das zweite Top ja hier jetzt in der bauchfreien Variante, wie ich euch gerade schon erzählt habe. Und jetzt könnt ihr das Muster hier an der Seite auch schon richtig schön erkennen. Also das macht wirklich was her.
Und diese kurze Variante, die möchte ich ja jetzt mit einem I-Cord abschließen. Falls ihr das mit dem normalen Abschluss machen wollt, dann einfach abwechselnd eine links, eine rechts, so hoch wie es in der Anleitung steht und dann abketten. Also ganz, ganz simpel. Aber der I-Cord-Rand ist natürlich ein bisschen komplizierter, aber auch absolut nicht schwer. Und ich zeige euch jetzt, wie wir das direkt in der Runde anstricken können. Ich bin jetzt hier bei meinem runden Anfang angekommen, kann mir dann den Markierer auch rausnehmen und ich empfehle euch dazu noch eine extra Stricknadel zur Hand nehmen in derselben Nadelstärke, mit der ihr den Körper auch strickt. Alternativ könnt ihr, wenn ihr auch so ein Nadelsystem habt, das auch einfach abmachen und hier einen Stopper drauf machen. Und wenn ihr eben nicht mit einem Nadelsystem strickt, ich zeige das heute mal ohne, also dass ihr auch Alternativen habt, dann macht ihr euch hier einfach einen Stopper drauf, damit dann hier keine Maschen runterfallen können. Und jetzt starten wir. Wir machen einen I-Cord-Rand mit 4 Maschen und deswegen müssen wir uns jetzt erstmal 4 Maschen neu anschlagen. Und das machen wir so, indem wir jetzt einfach hier durch die erste Masche wie zum Rechtsstricken durchfahren und das auch einfach ganz normal rechts abstricken und die Masche dann einmal so verdrehen, also dass dieser Teil hier, der jetzt gerade rechts liegt, dass der dann hinten ist und legen das auf die linke Nadel. Und das wiederholen wir einfach. Ich zeige es nochmal. Also wir stechen jetzt wieder durch die Masche durch, holen uns den Faden wie zum Rechtsstricken und dann drehen wir uns die Masche einmal so, dass dieses vordere Teil dann hinten liegt und legen uns das einfach auf die linke Nadel rüber. Und das machen wir jetzt noch zweimal, weil wir wollen insgesamt ja 4 neue Maschen anschlagen. Und übrigens, wenn ihr das zum Beispiel mit weniger Maschen machen wollt, ihr könnt es auch mit 3 machen oder mit mehr Maschen, dann mit 5 Maschen und so weiter und so fort. Das geht natürlich auch alles. In meinem Beispiel ist es jetzt aber ein I-Cord-Rand mit 4 Maschen. Und jetzt können wir auch direkt starten. Wir stricken jetzt nämlich diese Maschen hier ab und zwar 3 Stück. Also wir stricken jetzt 3 Maschen ganz normal rechts ab. 1, 2 und hier ist noch ein bisschen knifflig, weil hier immer dieser Stopper ist. Nummer 3. Und die 4. stricken wir jetzt nicht normal ab, sondern diese stricken wir jetzt verschränkt mit der 5. Masche zusammen ab. Also bedeutet, ich fahre jetzt hier hinten entlang, also auf der hinteren Seite, durch diese beiden Maschen durch und stricke die gemeinsam verschränkt ab. Und das war im Prinzip auch schon alles, also es ist gar nicht so schwer. Wir heben uns jetzt, um das zu wiederholen, die ganzen 4 Maschen wieder hier auf die linke Nadel rüber. Also fahren von links nach rechts durch die Masche durch und heben uns die einfach wieder auf die linke Nadel. Und dann wiederholen wir wieder genau dasselbe, was wir gerade schon gemacht haben. Heißt, wir stricken 3 Maschen ganz normal rechts ab. 1, 2, 3. Und die 4. Masche stricken wir verschränkt mit der 5. Masche zusammen. Also heißt, wir fahren da hinten durch beide Maschen durch, holen uns den Faden und dann haben wir hier wieder das abgestrickt. Ich zeige es noch ein letztes Mal. Wir heben uns wieder alle Maschen hier auf die linke Nadel wieder zurück. Und dann stricken wir jetzt wieder 3 Maschen rechts ab. Und die 4. wird wieder mit der 5. rechts verschränkt zusammengestrickt. Und das machen wir jetzt einfach, bis wir am Ende der Runde angekommen sind. Und dann zeige ich euch noch, wie wir das schön beenden und vor allem auch, wie das jetzt gleich aussieht. Ich bin jetzt so gut wie fertig mit meiner Runde und ich finde, das sieht schon richtig, richtig schön aus. Ich habe jetzt noch 5 Maschen hier übrig und deswegen stricken wir das jetzt auch noch einmal ab. Also ich habe die jetzt schon zurückgelegt, die Maschen, und jetzt stricken wir nochmal das, wie wir das kennen, also 3 Maschen rechts und dann die 4. und 5. stricken wir gemeinsam rechts verschränkt ab. Und jetzt haben wir noch 4 Maschen hier auf unserer Nadel.
Und jetzt wollen wir das natürlich schön abschließen. Also man kann es jetzt natürlich einfach abketten, die Maschen, und dann wild zusammennähen. Ich zeige euch aber, wie das gleich ein bisschen schöner ist. Und zwar schneide ich mir den Faden hier jetzt erstmal ab, beziehungsweise ich reiße ihn, weil ich keine Schere gerade da habe. Und dann schnappe ich mir eine Wollnadel und fädel den Faden durch. Und jetzt verbinde ich das. Und zwar schaue ich, wo ich vorhin die allererste Masche gemacht habe. Also eine Masche ist ja immer wie so ein V-Glied, also bedeutet, das ist diese hier. Also das, was innen hier ist, die erste, die wir vorhin gestrickt haben. Und da fahren wir jetzt auch gleich durch, aber erst müssen wir hier noch die Masche abstricken, und zwar auch auf dieser Seite. Also wir schieben uns die Maschen jetzt hier wieder rüber, und dann fahre ich hier einmal durch diese Masche durch, kann die dann auch fallen lassen. Und dann, die wir gerade schon uns ausgesucht haben, fahre ich einmal hier durch beide V-Glieder durch. Ups, da müsst ihr aufpassen, dass euch die Nadel nicht rausfällt natürlich. So, und dann können wir das hier einmal durchziehen. Und jetzt fahren wir nochmal durch diese Masche, die wir gerade schon fallen gelassen haben. Also, ups, ich komme wieder ein bisschen höher. Durch diese Masche hier einmal durch. Und dann stechen wir wieder durch die nächste Masche, die jetzt hier kommt. Und dann können wir uns das auch fallen lassen. Ihr könnt es auch drauf lassen, wenn es für euch einfacher ist. Ich finde es ein bisschen einfacher, wenn man es fallen lässt. Und dann schauen wir jetzt, wo wir rausgekommen sind. Wir sind vorhin hier rausgekommen, also nach dieser ersten, heißt, wir wollen jetzt durch die zweite fahren. Das ist die hier daneben. Und dann fahren wir hier durch. Und jetzt fahren wir wieder nochmal durch diese eben fallen gelassene. Wie gesagt, wenn es euch einfacher fällt, die erstmal drauf zu lassen, könnt ihr das natürlich auch machen. Also heißt, wir fahren hier durch diese Masche durch und dann auch durch die nächste hier. Und dann kommt hier auch die nächste Masche. Das ist dann diese hier. Auch wieder durch beide Teile fahren. Und ihr könnt es euch schon denken, wir fahren wieder durch die, wo wir gerade rausgekommen sind, also die wir fallen gelassen haben, fahren wir hier durch. Und dann hier nochmal durch die letzte. Und können es auch fallen lassen. Und dann müssen wir jetzt hier nochmal durch die letzten zwei. Also heißt hier einmal durch. Und dann kommen wir nochmal hier durch. Und somit haben wir das jetzt ganz ordentlich vernäht. Also wenn man das dann noch, also diesen Faden hier dann noch hübsch versteckt, ich mache den mal nach hinten und vernähe das dann noch ordentlich, dann fällt das jetzt wirklich so gut wie gar nicht mehr auf. Unser untere Alkordrand ist jetzt also fertig und ist traumhaft schön geworden. Jetzt fehlen uns aber natürlich noch unsere Armausschnitte und unser Kragen. Und jetzt gibt es natürlich wieder zwei Varianten. Also entweder ihr möchtet das Ganze mit einem 1-1 Rippenbündchen abschließen, so wie ich das ja bei dem grünen Top gemacht habe. Dann nehmt ihr einfach die Maschen auf und strickt in einer 1-1 Rippe. Oder wir stricken wieder einen I-Cord-Rand. Und dafür gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, nämlich ihr macht das genauso wie hier. Heißt, wir wollen schon mal alle Maschen rundherum aufgenommen haben. Wir haben jetzt hier aber natürlich keine Maschen aufgenommen, deswegen müssen wir das noch machen. Bedeutet, ihr schnappt euch eine Rundstricknadel und dann nehmt ihr rundherum Maschen auf. Wichtig beim Maschen aufnehmen ist aber, dass ihr in den geraden Strecken, also bedeutet an den abgeketteten oder angeschlagenen Stellen, also hier diese Strecke zum Beispiel, also von unserem Anschlag, das ist eine gerade Strecke, das hier, oder hier die neu angeschlagenen Maschen, das ist eine gerade Strecke. Da nehmen wir aus jeder vorhandenen Masche eine Masche auf. Bedeutet, ich steche hier durch eine Masche durch, hole mir den Faden und dann habe ich eine Masche aufgenommen und das mache ich dann in jeder neuen Masche. Also heißt, ich fahre durch jede nächste Masche durch und hole mir den Faden und nehme somit rundherum meine Maschen auf. Genauso mache ich es natürlich auch
bei der 1-1-Rippe. Wichtig dabei ist allerdings, wenn wir komplett Maschen aufnehmen, dass wir in den seitlichen Bereichen, also da, wo in Reihen gestrickt wurde, also hier zum Beispiel, da nehmen wir dann nicht aus den Maschen auf, sondern aus den Reihen, hier und hier. Oder natürlich auch bei unseren Armausschnitten, da ist das ja komplett so, außer die neu angeschlagenen Maschen hier, die sind gerade Strecken. Da müssen wir darauf achten, dass wir immer 3 Maschen aufnehmen und dann die nächste Reihe überspringen. Also bedeutet, wir nehmen etwa 3 Maschen aus 4 Reihen auf. Ich zeige es euch einmal ganz kurz, damit da keine Fragen offen bleiben. Also bedeutet, ich steche hier nach der letzten Masche ein, hole mir den Faden, dann steche ich bei der nächsten Reihe ein, hole mir den Faden, also immer hinter der letzten Masche. Dann mache ich hier nochmal, hole ich mir den Faden. Und dann, damit das eben nicht zu viel wird, lasse ich jetzt die nächste hier aus. Also heißt nochmal, würde ich jetzt hier einstechen, die lasse ich aber aus und steche dann durch die nächste ein. Also bedeutet, ich lasse immer jede 4. frei. Und jetzt mache ich wieder 3 hintereinander. Also 1 haben wir schon, 2, 3 und dann lasse ich die nächste aus. Und so weiter und so fort. Das wird aber alles nochmal ganz genau in der Anleitung beschrieben. Also keine Sorge. Und wie gesagt, jetzt könnt ihr das entweder so machen, dass ihr die Maschen rundherum aufnehmt und das genauso strickt, wie ihr es von hier unten schon kennt. Oder, und das finde ich auch eine coole Variante und ich möchte euch ja immer so viel wie möglich beibringen und so viel wie möglich mitgeben. Und deshalb zeige ich euch jetzt noch eine andere Variante. Und die finde ich tatsächlich für das, wenn man noch keine Maschen hat, auch ein bisschen angenehmer, weil man die Maschen nicht immer wieder zurück auf die Nadel übertragen muss, sondern das einfach hin und her schiebt. Und wie das funktioniert, das zeige ich dir jetzt. Ich empfehle dir, dein Strickstück erstmal auf links zu drehen. Also, dass die nicht so schöne Seite jetzt außen liegt. Dann sieht der I-Cord-Rand nämlich nachher schöner aus. Der wird sich nämlich nach außen wölben. Und hier sind natürlich noch die ganzen Fäden, die könnt ihr, wenn ihr wollt, davor erstmal vernähen. Aber ich zeige euch jetzt einfach direkt mit dem ganzen Kabelsalat hier, wie es funktioniert. Und zwar benötigt ihr dafür am besten ein Nadelspiel in derselben Größe, in der ihr auch das Top gestrickt habt. Und jetzt schlagen wir uns erstmal 4 Maschen an, weil wir wollen ja einen I-Cord-Rand mit 4 Maschen stricken. Und ich mache das hier im ganz normalen Kreuzanschlag. Also 4 Maschen anschlagen und dann stechen wir jetzt hier bei der ersten Masche ein. Und das erkennt man immer ganz gut, das ist immer wie so ein V-Glied, also es sind immer 2 solche Teilchen. Und da stechen wir jetzt einfach durch, holen uns den Faden und somit haben wir jetzt hier 5 Maschen auf unserer Nadel. Und jetzt schieben wir uns diese Nadel einmal hier rüber, so damit unsere Maschen auf der rechten Seite sind. Und dann stricken wir jetzt die Maschen ganz normal rechts ab. Und zwar die ersten 3. Also 1, 2 und 3. Und die 4. und 5. Masche, die stricken wir jetzt gemeinsam ab, allerdings rechts verschränkt. Bedeutet, ich fahre durch beide Maschen hier hinten durch, hole mir den Faden und dann habe ich sie jetzt rechts verschränkt gemeinsam abgestrickt. Und das wiederholen wir jetzt einfach. Bedeutet, wir nehmen jetzt wieder eine Masche aus unserem Rand hier auf. Achtet wieder drauf, dass ihr richtig einstecht, durch beide durch. Holt euch den Faden. Jetzt haben wir 5 Maschen auf der Nadel. Dann schieben wir uns die Nadel einmal rüber und dann stricken wir 3 Maschen ganz normal rechts ab. 1, 2, 3. Und die 4. und 5. stricken wir rechts verschränkt ab. Jetzt haben wir 4 Maschen auf der Nadel. Bedeutet, wir nehmen uns wieder eine aus der nächsten Masche auf. Dann haben wir wieder 5, schieben uns das rüber. Und jetzt stricken wir wieder 3 Maschen rechts ab. Und dann die 4. und die 5. wieder rechts verschränkt abstricken. Und das wiederholen wir jetzt einfach die komplette Runde entlang. Also bedeutet hier meinen kompletten Halsausschnitt einmal rundherum. Tada! Mein Kragen ist jetzt also auch
fertig und ich kann euch noch als kleinen Tipp geben, also diese Variante, die ich jetzt hier gemacht habe, die ist ein kleines bisschen komplizierter hier um die Ecken und vor allem, wenn man hier ja auch immer jede vierte Reihe freilässt. Also ich finde, die andere ist zwar ein bisschen aufwendiger, aber ein bisschen besser für Anfänger geeignet. Also wenn man erstmal alle Maschen aufnimmt und es dann strickt. Einfach so als kleiner Tipp am Rande, weil hier ist es dann so ein bisschen schwieriger, wenn man das von hinten sozusagen aufnimmt und dann sieht man das nicht so gut. Genau. Aber ich lasse das jetzt so, das kann ich dann mit dem Spannen noch ein bisschen schöner hinbiegen sozusagen. Und jetzt fehlen bei mir nur noch die Armausschnitte, die werde ich jetzt noch stricken und dann sind wir auch schon fertig. Zum Abschluss empfehle ich dir, das Top nochmal in ein Wasserbad zu geben und anschließend ganz leicht zu spannen. Dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht, verlinke ich dir natürlich auch hier oben. Somit bekommt das Top dann nämlich seine perfekte Passform. Ich bin ganz verliebt in diese Sommertops und werde sie bestimmt sehr oft tragen. Und jetzt bin ich natürlich sehr gespannt, welche Variante bei dir auf die Nadeln darf. Die klassische Variante, die ich gerade trage mit dem Bündchen oder vielleicht doch ein bisschen moderner mit dem I-Cord-Rand. Schreib es auf jeden Fall in die Kommentare und vergiss nicht, dem Video einen Daumen nach oben da zu lassen. Abonnieren natürlich auch nicht vergessen und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ganz viel Spaß beim Stricken. Bis dahin.